Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um das NCM Moskau M3 und ich war mit diesem Bike für euch mal im Regen und bei Nässe unterwegs, also richtig schön im Wald bei Modder und Schlamm. Jetzt natürlich die Frage, übersteht ein 1300 € Bike komplette Nässe, einen Kercher zum Säubern und natürlich auch eine Schlammtour beim Regen oder versagt es? Das erfahrt ihr jetzt in meinem Video. Gleichzeitig gibt es natürlich noch Tipps für die Fahrt bei Nässe mit dem Mountainbike. Alles das jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Regentest und auch Kerchertest, denn wenn schon, denn schon. Hier muss das Bike Ergebnisse bringen. Mountainbiken, egal ob Profi oder Amateur, ist kein Hallensport und es kommt der Tag, an dem du dich gezwungen siehst, dein Hobby nicht nur bei schönem Wetter, sondern auch mal bei strömenden Regen nachzugehen. Für viele Mountainbiker ist Radfahren bei Regen ein No-Go. Sie lassen sich von Nässe und Matsch abschrecken und bleiben lieber zu Hause. Dabei hat auch Regenwetter durchaus seinen Reiz. Außerdem möchte ich ja für euch das NCM Moskau M3 bei Nässe testen. In der Preisklasse bis 1500 € vermutet man natürlich, dass hier alles passieren kann, vom Systemausfall bis zur Glanzleistung ohne besondere Vorkommnisse. Ich muss aber sagen, auch bei Nässe ist hier das Fahrverhalten angenehm im Wald. Sicherlich darf man hier natürlich keine Angst haben, dass das Bike schmutzig wird, denn das wird es mit Garantie. Und ich muss euch ehrlich sagen, das macht sogar richtig Spaß, wenn der Untergrund etwas matschig ist. Und es stellt einen vor ganz neue Herausforderungen, denn auf der Straße machen mir persönlich Regenfahrten keinen Spaß, aber hier im Gelände, oh ja, das hat was. Wichtig ist nur, dass ihr auch wisst, dass der Dreck und Schmutz natürlich in die Gangschaltung, an die Pedale und natürlich auch an die Bremsen gelangen kann. Und das ist natürlich dann wiederum ein ganz anderes Fahrverhalten. Ich bin etwa 15 Kilometer an diesem Tag unterwegs gewesen und habe das Bike dann gereinigt, die wichtigsten Teile trocken gerieben und absichtlich in einem feuchten Zustand in den Keller gestellt. Am nächsten Tag war dann vom Vortag wirklich nichts mehr zu merken. Anfänglich haben dann die Bremsen etwas gequietscht und die Gangschaltung, die hat mal kurz geruckelt, aber das war's dann auch. Weiter ist nichts passiert und die kleinen Mängel, wie das Quietschen der Bremsen, die waren nach wenigen 100 Metern einfach weg. Ganz besondere Angst hatte ich bei dem kleinen Ladeanschluss für das Akku, dass da beim Kerchern vielleicht was durchkommt, aber trotz hohem Druck hat der kleine Gummistöpsel gut gehalten. Test bestanden, was das Fahren bei Nässe betrifft, und jetzt kommen wir zur Reinigung mit dem Kercher. Wenn ich hier von Hochdruckreinigern rede, dann nicht von solchen, bei denen man die Barzahl so weit runter regulieren kann, dass der Wasserstrahl einem normalen Gartenschlauch gleichkommt. Grundsätzlich ist es bei der Reinigung des Mountainbikes nicht empfehlenswert, mit einem Hochdruckreiniger zu arbeiten. Gründe dafür sind unter anderem folgende: Der hohe Druck presst Dreck und Wasser in die Lager und Dichtungen und der Lack und etwaige Aufkleber, die können natürlich ebenfalls Schaden nehmen. Warum reinige ich dann mein Mountainbike dennoch mit dem Hochdruckreiniger? Grund 1, ich wohne in einer Mietwohnung. Hier gibt es keine Möglichkeit, einen Gartenschlauch anzuschließen. Der Tipp, das Rad in der Badewanne zu reinigen, den finde ich ziemlich unsinnig. Da reinige ich ja erstmal 2 Stunden mein Rad und dann nochmal 2 Stunden die Wohnung. Handwäsche ist grundsätzlich etwas problematisch, da dafür der richtige Platz bei mir fehlt, bei dem der Dreck problemlos ablaufen kann. Fragt mal meine Nachbarn und gleichzeitig auch die Hausverwaltung. Grund 2, die Reinigung mit dem Hochdruckreiniger ist einfach bequem. Ein schlechtes Argument für das Material, aber wenn man mehrmals pro Woche mit einem verdreckten Mountainbike nach Hause kommt, dann summiert sich die gesparte Zeit. Die erhöhte Pflege muss man dann natürlich wieder abziehen. Grund 3. Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Materialverschleiß bis jetzt gemacht. Der Hauptgrund gegen die Nutzung eines Hochdruckreinigers ist in der Regel immer, dass das Material enorm leidet. Stimmt auch, aber wenn man mit der Pflege regelmäßig dann die erhöhte Aufmerksamkeit wieder in das Bike hineinputzt, dann ist das meiner Meinung nach nicht ganz so schlimm. Worauf muss man also achten, wenn man sein Mountainbike mit dem Hochdruckreiniger säubert? Wenn ihr zur Bikereinigung einen Hochdruckreiniger verwenden wollt, dann achtet bitte auf Folgendes. Wenn der Hochdruckreiniger die Option bietet, reduziert bitte die Baranzahl. Haltet Abstand vom Rad, besonders bei empfindlichen Teilen wie das Lager, verschiedene Dichtungen, Narbenkette, Schriftzügen und so weiter. Es muss nicht super sauber sein. Es geht hier nicht darum, dass das Mountainbike im Werkszustand zu versetzen ist. Nachdem ihr euer Mountainbike mit dem Hochdruckreiniger gesäubert habt, trocknet das Rad
Rad einigermaßen ab. Nicht vergessen, alle Lager und die Kette zu ölen, nachdem das Rad abgetrocknet ist. Kommen wir zur regelmäßigen Bikepflege. Nach Nutzung des Hochdruckreinigers solltet ihr euer Rad pflegen, insbesondere auch die Teile, die man sonst nicht direkt auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel den Steuersatz, die Gabel, die Tretlager und andere Dinge. Wenn man die Teile regelmäßig grundreinigt, hat man meiner Meinung nach trotz Hochdruckreiniger viel Spaß damit. Mountainbiken findet nun mal nicht auf schön asphaltierten Straßen und Wegen statt. Nein, der Sport, der ist auch nicht von wunderschönem Wetter abhängig. Regen, Schnee, Wind, ganz egal. Man kann immer ab aufs Bike. Man könnte sein Mountainbike fast nach jeder Tour waschen und wenn es nur die Staubschicht im Sommer ist. Aber ist denn das auch sinnvoll? Meiner Meinung nach nein. Solange der Dreck die Funktionsweise nicht beeinträchtigt, Rostschäden zu befürchten sind oder ihr einfach nicht euer Auto oder ähnliches vollsauen wollt, spricht nichts dagegen, wenn man das Rad grob abbürstet und bis zur nächsten Fahrt wieder in die Ecke stellt. Dreckig wird es eh wieder und oft ist es besser für das Rad und seine Teile, wenn ihr den Dreck dran lasst, als dass bei der Reinigung Wasser in die Dichtung läuft oder Öle entfernt werden. Das war schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch alles über dieses Bike etwas näher bringen. Sehr gerne Kanal abonnieren, sehr gerne ein Like dalassen und natürlich sehr gern bis zum nächsten Video. Also tschüss, bye bye und winke, winke.